Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Video, wie man unschwer erkennen kann. Sitzt neben mir ein sehr bekanntes Gesicht, und zwar der Martin. Wir machen unsere alljährige Tour bei dir, weil einmal im Jahr und vor allem so um die Osterzeit rum geht es zu Martin. Wir haben immer crazy Wetter. Gerade hat es geschüttet, jetzt ist die Sonne wieder da. Letztes Jahr hat es geschneit. Und wie? Verrückt. Also es ist immer ein Erlebnis, hier zu sein. Aber du bringst meistens schlechtes Wetter mit. Danke, ja, das höre ich öfters. Wir wollen heute Folgendes machen, und zwar ein Format, was sich auf YouTube doch öfters schon etabliert hat. Was mag ich nicht? Oh, welch schöner Pinsel auf deinem Kopf. Und das hat mir am Anfang lustigerweise auch wirklich keiner geglaubt, dass das reichen wird. Nee, Kritik gibt es natürlich auch immer wieder, die ist natürlich auch berechtigt. Aber wenn du mal eine große Hausnummer nennen möchtest, was so ein Becken kostet, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Naydrop. Also ich werde heute von dir jeweils 3 Punkte erfragen, was du nach über 3 Jahren mit diesem Becken magst und was du vielleicht anders geplant hättest, was dich vielleicht einfach stört. Kann ja sein, dass du da irgendwie was hast. Du hast gleich noch Zeit, hier in Ruhe Gedanken zu machen. Alles klar. Und ich habe eine kleine Instagram-Fragerunde mit euch zusammen gestartet. Da gucken wir auch mal rein. Ich denke, das Becken, das werden wirklich schon die ein oder anderen im Internet gesehen haben. Von daher viel Worte darüber müssen wir gar nicht verlieren. Ich will von dir einfach nur mal wissen, du lebst jetzt über 3 Jahre mit diesem Pott im Wohnzimmer. Was sind von dir 3 Punkte, die dich aufregen, die du gerne anders gemacht hättest, und 3 Punkte, wo du dich jeden Tag drüber freust? Ja, also aufregend würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es gäbe so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht anders gemacht hätte. Meckern auf hohem Niveau quasi. Genau, das ist eigentlich schon ein relativ hohes Niveau, weil eigentlich klappt ja, so wie ich mir das vorgestellt habe, eigentlich schon alles. Was tatsächlich so auf Dauer ein bisschen störend sein kann, ist, dass man halt Fische drin hat, die gern mal mehrfach am Tag gefüttert werden. Dann muss man halt immer da sein zum Füttern. Das kann manchmal schon ein bisschen störend sein, wenn man dann den ganzen Tag weg sein alleine ist, dann schon ein bisschen ein Problem. Welche wären das? Die Antias wahrscheinlich, oder? Genau, Wollen wir mal ja. hingehen? Ja. Wie viel hast du von denen drin? Das müssten jetzt so, ich glaube, 25 sein. Und die wollen 3 bis 4 Mal am Tag wahrscheinlich Trockenfutter? Muss nicht unbedingt, aber es ist schon schön. Also sie färben sich auch schon schöner aus, wenn man ihnen immer wieder mal in kleinen Dosen noch Futter dazu gibt und verschiedenes vor allem. Und deswegen mache ich das eigentlich immer so, dass ich schon ein bisschen Futter herrichte und jedes Mal, wenn ich am Aquarium vorbeilaufe, ihnen dann halt noch mal ein bisschen was gebe. Zur Frühstückspause, zur Abend. Wenn ich nur schnell einen Kaffee hole, genau. So. Okay, also das ist quasi der Negativpunkt, dass du doch sehr zeitlich eingeschränkt bist, dadurch, Genau. dass du konstant da sein musst. Ja. Genau. Und also man muss aber auch sagen, ich habe bewusst eigentlich auf vieles an Automatisierung verzichtet. Also das heißt, ich mache eigentlich so gut wie alles manuell, sogar das Wasser nachfüllen. Das bedeutet auch, dass man überall jeden Tag mal drüber schaut, was ich sehr positiv finde. Aber auf der anderen Seite läuft es halt nicht alleine. Also es muss immer jemand da sein, der sich halt entsprechend auskennt, der die Tiere füttert, der Wasser nachfüllt, der mal über alles drüber schaut und so weiter. Hast du jemanden im Urlaubsfall, der auch... Nein, Noch okay. nicht, nein. Noch nicht. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch. Spaß. Mal schnell herfahren. Genau, Von Hanau. genau. Punkt Nummer 2, der dich nervt, der einfach von dir von Anfang an vielleicht nicht ganz so geplant war. Ja, auch da ist wieder genervt, übertrieben. Die Scheiben sind bei so einem großen Aquarium halt schon relativ dick. Was haben wir hier? Das sind 19 mm und das ist eigentlich sogar Weißglas. Man sieht es auch, wenn man oben an den Stegen das sich anguckt, da funktioniert das ganz schön. Aber durch die Dicke sehen jetzt zum Beispiel gerade die Muscheln nicht so schön aus, als wenn man es halt direkt durch die Wasseroberfläche sieht oder durch Plexiglas zum Beispiel. Und ja, da habe ich mir jetzt schon öfter so überlegt, wie es wohl gewesen wäre, wenn man das Ganze aus Plexiglas gebaut hätte und nicht aus Weißglas. Also bereust du es, oder was war so der Punkt, wo du gesagt hast, Plexiglas kommt für mich eher nicht in Frage?
Also bereuen, wie gesagt, ist da ein bisschen übertrieben. Es hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ich hatte selber noch nie ein Plexiglasbecken davor, muss man auch sagen. Zum einen wäre das damals relativ teuer gekommen. Also das Weißglas war in dem Fall um einiges günstiger, um ein Vielfaches sogar. Ich hatte noch nie eins und weiß deswegen auch nicht, wie das mit Verkratzen ist. Und das war halt mein Albtraum, dass man dann halt ein 3.500 Liter Becken da stehen hat, das dann halt nicht mehr schön aussieht, weil es alles verkratzt ist. Also von daher ist es natürlich immer so positiv, negativ. Wenn man jetzt halt Korallen ganz genau beobachten möchte bis ins letzte Detail oder eben gerade jetzt die Farben von solchen Muscheln genießen möchte oder so, da ist halt so dickes Glas nicht ideal. Sagen wir mal so. Es ist schwer auf Kamera zu sehen. Ne? Gerade bei der Tridacna hier, da sieht man es vielleicht leicht. Ne? Wenn ich jetzt einmal von oben reingehe, ist schon mehr Intensität in der Farbe zu erkennen. Aber wir haben ja gesagt, es ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, aber das ist ja auch Sinn des Videos. Generell, wenn ihr auch an solchen Fragerunden teilhaben wollt, blendet euch einmal den Instagram-Namen ein. Da kommt immer mal wieder so eine kleine Fragerunde, gerade wenn ich on Tour bin. Da könnt ihr dann entsprechend eure Fragen auch dazu stellen. Alter. Viele Fragen. Okay, Aline O. Sind XXL-Becken gut für den Einstieg in die Meerwasseraquaristik? Schwierig zu sagen. Also prinzipiell ist es natürlich schön, dass das Ganze sehr stabil ist. Also das heißt, um da die Werte zu ändern, musst du schon einiges unternehmen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine Kostenfrage. Also wenn man halt so ein großes Becken dann doch irgendwie gleich in den Sand setzt, vielleicht nicht so ideal, würde ich vielleicht doch eine Nummer kleiner anfangen. Was ist so die Größe? Ich sage immer 300 Liter. Ja. Würdest du auch unterschreiben? Ja, also ich habe auch mit einem Komplettset damals sogar angefangen, weil ich da mich noch wirklich gar nicht auskannte, nur halt Süßwasser. Mit, glaube 250 oder sowas, ja. Okay, also einmal schon so der Aspekt der zeitlichen Abhängigkeit, den du unterschätzt hast, würdest du sagen, oder den du wirklich einfach nur merkst jetzt über die Jahre? Bemerkt, genau. Also das war mir von vornherein klar, war mir im Alten auch so, dass ich lieber das Ganze manuell mache und alles immer jeden Tag durchgucke, anstatt das eben zu automatisieren. Inzwischen gibt es ja von den verschiedensten Herstellern alle möglichen Messsachen, die man nutzen könnte und auch Automatismen. Mag ich persönlich nicht so. So hat man sich eingerichtet, so muss man halt damit auch die Jahre durchkommen. Dann haben wir noch Platz für Punkt Nummer 3. Das ist auch was man natürlich vorher weiß, wenn man sich so ein großes Aquarium hinstellt. Dann weiß man, dass das nicht ganz umsonst passiert, also sprich, dass man halt die monatlichen Kosten auch im Auge behalten sollte, schon bei der Planung. Habe ich auch gemacht. Funktioniert auch ganz gut, wenn man halt nicht gerade irgendwelche Problemfälle hat oder wenn man irgendwelche Krankheiten, habe ich jetzt zum Glück nur einmal ein bisschen am Anfang gehabt, aber wenn man halt irgendwo besonders viel Absauber einsetzen muss oder ähnliches, dann geht es halt schon relativ schnell ins Geld. Wo man es natürlich auch extrem gemerkt hat, waren jetzt die Mordspreissteigerungen bei den Stromkosten, weil die Kilowattstunde jetzt einfach halt so teuer geworden ist. Wobei man da auch sagen muss, das war auch von Anfang an so geplant, dass wir das durch eine Solaranlage abdecken. Nur die war, wie vieles andere, eben eine Zeit lang nicht lieferbar und die ist jetzt erst vor 6 Monaten dazugekommen und davor hat man halt schon ordentlich die Strompreise gemerkt, die so eigentlich nicht eingeplant waren. Aber die haben wir jetzt Gott sei Dank, nachdem die Photovoltaikanlage eben läuft, auf unter 100 € im Monat gedrückt. Okay, also unter 100 € Strom ist das ganze Becken abgedeckt. Wir hatten ja mal ein Video zusammen gemacht, wo es genau um die Kosten ging. Ja. Und da hat sich, muss man leider sagen, halt echt viel getan in den letzten 12 Monaten, was Preise etc. pp. Angeht. Ja. Okay, jetzt von wirklich vielen gefragt, was ich auch verstehen kann. Und ich weiß auch, dass du da sehr offen bist. Wenn man das Becken im Gesamtpreis betrachtet, das ist, ich verstehe es ja auch, ne? Das wollen die Leute natürlich immer wissen. Ich kenne die Summe ja schon. Nehme ich mal vorweg, wer da genaueste Informationen haben möchte, der kann auch bei dir auf dem Blog vorbeischauen. Da hast du jedes Equipment-Teil einzeln aufgelistet. Genau, wie eine Teileliste. Genau, da kann man sich das ja nochmal zusammenrechnen. Aber wenn du mal eine große Hausnummer nennen möchtest, was so ein Becken kostet, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, dazu muss man also aber noch 2 Sachen sagen. Zum einen ist es jetzt halt schon etwas über 3 Jahre alt, also die Preise haben halt teilweise ordentlich angezogen, das muss man bedenken. Und es ist halt, außer dass die Scheiben hier vor Ort geklebt wurden zum Becken dann, alles selber gebaut und selber geplant und so weiter. Also das heißt, wenn man da natürlich einen Aquarienbauer beauftragt oder so, wird es auch teurer. Ich hatte jetzt für die reine Erstellung des Beckens mit Pumpen und also der ganzen Hardware und so weiter ohne Tiere so etwa 20.000 gerechnet und war da etwa noch 3.000 € drunter.
gelegen dann. Okay, also ich habe schon ganz andere Summen unter Videos von uns gesehen. Ja, wie gesagt, das kommt halt auch darauf an, wenn du dir das halt komplett planen lässt, komplett hinstellst, womöglich sogar gar nicht selber pflegen willst, dann ist es halt was komplett anderes. Also wenn du halt wirklich da dann auch ein halbes Jahr da sitzt und nach Feierabend eben noch die Rohre zusägst und alles verklebst oder so Sachen machst, genau. Ja, das war jetzt genug Negativität. Was ist denn, weil ich denke, Neid ist ein schlimmes Wort. Ich denke, viele freuen sich mit dir zusammen, dass du einfach dieses tolle Projekt hier hast und auch mit uns teilst. Was sind wirklich 3 Punkte, die du nicht mehr missen möchtest, seitdem du dieses Becken bei dir in deinem Wohnzimmer haben darfst? Also der erste Punkt ist natürlich, dass ich schon seitdem ich Aquarien habe, so in den Abmaßen eben mal ein Aquarium haben wollte, dass das quasi so ein Traum ist seit Jugendzeit. Das ist natürlich was Tolles, wenn man dann nicht mehr so kleine hat, sondern wirklich das so, wie man sich es immer gewünscht hat, mit der Größe, wo man dann halt auch andere Tiere halten kann, die man in kleineren Becken eben vielleicht nicht hat. Genau, das wäre also auf jeden Fall ein Punkt, das halt so ein lang gesehnter Traum quasi, dass man sich da jetzt jeden Tag schön dran freuen kann. Ja, kann ich zu 100% nachvollziehen. Aber wie ist das? Ich meine, du siehst das jeden Tag, das Becken. Ist es für dich noch wirklich was Besonderes tagtäglich oder kommt so die Gewohnheit und der Alltag langsam? Ja, das kennt wohl jeder Aquarianer. Also man gewöhnt sich natürlich dran und letztendlich ist es auch wenn es ein Hobby ist, natürlich auch gewisse Arbeit, die man damit immer hat. Und es ist auch immer lustig, wenn Leute halt kommen und das sehen und finden, boah, wahnsinnig entspannend und so. Kennt ihr selber, als Aquarianer sieht man dann halt nicht, oh, wie ein schöner Fisch, sondern man sieht, oh Mist, da berühren sich schon wieder 2 Korallen oder so. Die Gorgonie ist schon wieder zu, das kann doch nicht sein. Ja, jedes Mal, wenn du zu Besuch kommst, genau. Natürlich freut man sich, also wenn man sich bewusst Zeit dafür nimmt, also ich mache zum Beispiel auch so, dass ich immer mal wieder, wenn es jetzt gerade frisch geputzt ist, zum Beispiel mir einen Stuhl schnapp und mich direkt an die Scheibe setze, um bestimmte Sachen mal genauer anzugucken. Wenn man sich so die Zeit nehmen kann mal und so, dann ist es natürlich immer noch schön. So im Alltag ist es natürlich dann schon erstmal die Arbeit, die man damit hat, die man machen muss, wie jetzt gerade mehrfach immer die Tiere füttern und so. Aber es ist schon so, dass man sich immer noch dran freut, klar. Also Punkt Nummer 1, wirklich deine absolute Traumerfüllung, die wahr geworden ist mit einem solchen Projekt. Denke ich, kann jeder, der hier zuschaut und der irgendwie eine Begeisterung für so ein Hobby empfindet, vollkommen nachvollziehen. Ja. Capo 71096 fragt, gefühlt ist dein Becken nie dreckig. Wie oft musst du es sauber machen? Gut, es kommt natürlich auch darauf an, wie oft das fotografiert wird, aber nee, es kommt wirklich ein bisschen auf die Nährstoffe an. Also momentan habe ich die Nährstoffe sehr weit unten mit allem und da reicht dann so 1-2 Mal die Woche die Scheiben sauber zu machen und so Routine-Reinigungen von Pumpen, Filtern, Abschäumer und so weiter, das mache ich dann normalerweise immer am Wochenende einmal. Okay, wie viel Zeit musst du in der Woche ungefähr einplanen, wenn du das jetzt mal in Stunden bemessen kannst? Also wenn alles so okay läuft wie jetzt gerade, dann kommt es halt am Tag wirklich nur so auf vielleicht 20 Minuten, um alles mal durchzukontrollieren, die Tiere zu füttern und so weiter. Und dann halt an den Wochenenden vielleicht nochmal 1 bis 2 Stunden extra, je nachdem, ob wieder ein Wasserwechsel ansteht oder ähnliches. Okay, also kann man in der Woche so ganz grob 3 bis 4 Stunden sagen, wenn 4 jetzt bis kein 5 vielleicht, Umbau oder so ist, dann okay, cool. Punkt Nummer 2 der Positivliste. Positiven Punkt finde ich speziell bei der Meerwasseraquaristik eigentlich immer, dass du ständig dazulernst. Also es ist einmal ja eine Mordsherausforderung, die so empfindliche Tiere wie jetzt die SPS, die jetzt bei mir auch so langsam dazukommen, wo die Wasserwerte einigermaßen passen, die eben dauerhaft zu pflegen, dass sie schön wachsen und auch gewisse Farben ausprägen und so. Ja, es ist auch immer noch so, dass ich auch nach, weiß nicht, über 10 Jahren, 15 Jahre das Hobby mache und immer noch mal was dazulernt, dass man neue Technik kennenlernt und so, das finde ich also immer spannend. Ist es auch der Grund, warum du dich für die Meerwasser- und nicht für die Süßwasseraquaristik entschieden hattest? Ja, es ist ja nicht so, dass es im Süßwasserbereich das nicht gibt, natürlich auch, aber seit ich mit Meerwasser angefangen habe, fasziniert mich das eigentlich wirklich, dass es immer ständig irgendwelche neuen Arten oder so gibt, die ich noch nicht kenne. Also die Palette ist einfach viel größer, die man hat. Auch die Wasserchemie und so, das ist alles halt deutlich, finde ich jedenfalls, spannender als jetzt beim Süßwasser. Punkt Nummer 3 wäre dann, ja, dass durch das Aquarium, das jetzt halt nicht jeder gerade daheim stehen hat, man auch relativ schön in Austausch kommt. Also gerade über Instagram, über YouTube, auch über TikTok zum Beispiel, finde ich immer relativ spannend, dass ich da immer relativ viel Fragen kriege und auch neue Ansätze oder so, dass man da halt viel diskutieren kann. Gerade jetzt auch in Zeiten der Pandemie, wo man nicht so rausgekommen ist, war das echt toll, da
da dann halt abendelang zu diskutieren und neue Sachen zu entdecken und zu besprechen oder so. Auch schon öfters jetzt per E-Mail halt Leute gekommen, die ihre kompletten Projekte vorgestellt haben, weil sie halt meinen Blog gesehen haben und sich da halt Anregungen geholt haben und so, was ich immer toll finde. Hast du auch Kontakt mit Kritik gehabt, dass du da Negativität erfahren hast im Social-Media-Bereich oder wurdest du mehr oder weniger verschont von dem ganzen Thema? Nee, Kritik gibt es natürlich auch immer wieder, die ist natürlich auch berechtigt. Das beginnt natürlich zum einen mit dem Energieeinsatz, den wir jetzt, wie gesagt, versuchen über Solaranlage bzw. Photovoltaik eben zu lösen, dass wir sogar mit dem Haus inzwischen deutlich mehr Energie produzieren, als wir verbrauchen. Und das gilt sogar mit noch einem E-Auto dazu, wobei wir da schon wieder beim nächsten Diskussionspunkt wären. Nee, aber das geht dann halt natürlich weiter über, ob jetzt die Haltungsbedingungen für bestimmte Fische, wie jetzt zum Beispiel den Sohal, ideal sind oder nicht, wo ja immer 2000 Liter oder 2500 Liter eigentlich empfohlen werden, dass hier 3000 sind. Also ich versuche schon, denke ich, den Tieren auch ein gutes Zuhause zu geben, was man natürlich auch tun muss, weil man ja die Verantwortung für die Tiere hat. Aber natürlich gibt es da auch Diskussionen, inwieweit das artgerecht ist und so weiter. Das sehe ich natürlich auch ein. Es werden hier gefühlt minütlich mehr Fragen. Wir können nicht auf alle eingehen. Das tut mir sehr, sehr leid. Reef Tank Germany fragt, Thema Strömung bitte. Okay. Was ist dein Strömungskonzept? Wir hatten das im ersten Video zusammen ja schon mal. Also die Idee ist, dass hier sowas wie Ebbe und Flut ein bisschen herrscht. Also das heißt, es sind 4 Pumpen momentan und die sind alle auf der Rückseite verbaut. Das heißt, es sind zweimal MP40, zweimal MP60 von Ecotec und die laufen immer abwechselnd. Also es läuft immer eine Seite für 6 Stunden, dann läuft die andere Seite für 6 Stunden und dadurch haben wir halt eine Strömung, die sich immer wieder umkehrt, sodass das halt nicht immer das Gleiche ist. Es ist auch sehr energieeffizient dadurch, dass ich den Riffaufbau schon so gestaltet habe, dass das Wasser schön außen rum kann und halt noch so ein bisschen abzweigt in die Mitte. Haben wir fast keine toten Zonen, wo keine Strömung herrscht, aber man muss halt immer nur für 6 Stunden in eine Richtung schieben und da kommen eigentlich auch die 2 Pumpen völlig aus damit. Was interessant ist, ne? Weil gerade bei so Becken kennt man es ja weniger, dass nicht an den gegenüberliegenden Scheiben nochmal eine Gegenströmung erzeugt ist, sondern du hast echt nur an den an der Rückwand Pumpen und die schiebst nach vorne. Und das hat mir am Anfang lustigerweise auch wirklich keiner geglaubt, dass das reichen wird. Ich hatte gedacht, naja, könnte so passen und so und es geht auch tatsächlich auf. Also ich habe zwar wirklich noch die MP40 durch MP60 ersetzt, 2 Stück, aber das reicht auch völlig aus. Also die habe ich teilweise nur auf 60%, wenn sie gerade frisch gereinigt sind. Also wirklich Wahnsinn, was hier gerade reinkommt. Auch eine Frage, die ich kann jetzt gar nicht einzelne Fragen rauspicken, weil das wird echt oft gefragt hier nach der Statik hinter dem Ganzen. Okay. Ich weiß ja, dass du das Haus schon gebaut hast mit Hintergrundgedanken Aquarium. Genau. Von daher, das ist ja damit involviert. Das Aquarium hatte schon einen festen Platz, wo ich das gerne haben wollte, ebenso als Raumteiler, was es natürlich statisch nochmal ein bisschen aufwendiger macht, weil es halt, wie gesagt, mitten im Raum steht mit den entsprechenden Gewichtskräften und so. Ja, das wurde halt dem Statiker vorgegeben, wie schwer das Ganze etwa ist. Wir waren damals bei 3,3 Kubikmetern Wasser plus Glas plus Unterbau und so von etwa 4,5 Tonnen ausgegangen und dementsprechend wurde im Boden mehr Stahlarmierung verbaut. Das Ganze steht natürlich nicht auf dem Estrich, was den zusammendrücken könnte. Das Ganze steht dann eben nochmal auf einem eigenen Stahlbetonfundament. Und keine Bodenheizung darunter. Und keine Heizung darunter, klar. Sebastian fragt, das nächste Aquarium lieber kleiner oder noch größer? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich noch größer wollte ich eigentlich, glaube ich, nicht. Also der Aufwand, das so zu betreiben, reicht mir eigentlich. Okay. Noch größer wollte ich, glaube ich, nicht, aber kleiner wollte ich auch nicht unbedingt. Also das heißt, allein durch die Fische, die ich gerne halt halten würde, ist halt ein gewisses Mindestmaß jetzt wie gerade bei dem Sohal vorgegeben. Wobei es natürlich auch seine Reize hat. Also ich habe unten auch ein kleines Ablegerbecken quasi mit sehr dünnem Glas zum Beispiel, wo man dann halt auch die SPS ganz im Detail anschauen kann und so. Das hat auch was, aber ja, also ich würde weder kleiner noch größer machen, denke ich. Du kriegst ganz viel Zuspruch, ganz viele begleiten den Prozess des Beckens auch schon länger. Sehr schön. Das finde ich eine gute Frage hier. Und zwar von Mac Holzbein. Ein Tipp, den er einem Neueinsteiger mit ans Herz legen würde. Oha, ja, das ist schwierig zu sagen. Also es kommt halt immer darauf an, was du haben willst, was du halten willst, welche Größe und so weiter. Wir gehen mal vom absoluten, zum Beispiel Süßwasser-Aquarianer aus, der schon so ein bisschen Erfahrung hat und gerne in die Meerwasser-Aquaristik reinschnuppern möchte mit dem von uns angesprochenen 300-Liter-Becken.
Mischbesatz, wirklich so dieses Klischee-Ding. Was ist der eine Punkt, den du gerne von Anfang an gewusst hättest, der dir vielleicht auch das ein oder andere verlorene Tier erspart hätte? Okay, was schon ganz interessant wäre, dass man das Ausgangswasser zum Beispiel nicht unterschätzt, dass das halt wirklich ordentlich ist, dass das die Basis für alles ist. Das wäre jetzt halt was, wo viele auch manchmal sparen, wo ich oft die Frage kriege, kann ich nicht auch das Wasser aus dem Baumarkt nehmen oder so? Nein, kauf dir eine vernünftige Osmoseanlage, pack noch einen Harzfilter dahinter, um halt wirklich ordentliches Wasser zu haben. Das wäre so das A und O. Stimmt. Silikate, die ihr in solchen Baumarkt destilliertes Wasser zum Beispiel drin habt, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Ich lese die Frage auch enorm oft. Und ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp, definitiv. Vielen, vielen Dank, Martin, dass wir wieder mal bei dir sein durften. Bis zum nächsten Jahr. Genau. Schreibt gerne weitere Fragen an Martin Dronter. Ich verlinke all deine Accounts, TikTok, Instagram und deinen Blog unten. Du bist da sehr akribisch in dem zur Verfügung stellen von solchen Informationen. Von daher, da wird jeder fündig. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, jeder konnte was mitnehmen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute. Ciao.